Ja, liebe Zuschauer, heute ein Thema für Single-Männer. Ich mache eine mehrteilige Serie hier für verschiedene Typen von Auswanderern. Ich weiß, heute lasse ich mich ein bisschen auf die Äste hinaus. Also wir werden auch noch eine Produktion machen für Familien, die auswandern, dann mit Schule etc. Für Leute, die sich unternehmerisch hier betätigen wollen, auch mit Ideen dann. Ja, was man hier machen kann, wie man Geld verdienen kann. Auch ein wichtiges Thema. Viele fragen sich ja, Auswandern ist ja schön und gut, aber was mache ich dann dort? Wie verdiene ich Geld? Das kommt in einem anderen Video. Heute geht es darum, ja, wie lerne ich eine Frau kennen hier? Ein wichtiges Thema für viele Leute oder auch einen Mann kennen. Ja, ich muss sagen, etwa 70% meiner Kunden sind Männer, vielmals alleinstehend. Und für die ist dieses heutige Video gedacht. Also, was für Fehler machen viele Leute, was ist gefährlich in diesem Bereich, das alles heute auf diesem Video. Ja, also bleibt dran und seid gespannt. Ja, also, liebe Männer, alleinstehende Männer, ja, es ist richtig, Latina-Frauen, die sind hübsch, auch wenn sie 40, 50 sind, immer noch sehr attraktiv. Also soll keine Beleidigung sein für Frauen in Deutschland. Viele Männer, ja, mögen auch ein bisschen das konservative, ja, Frauenbild vielleicht ein bisschen, wie es früher war. Die Frauen sind emanzipiert hier. Das will ich nicht in Abrede stellen. Also es ist durchaus, die Frauen sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleich. Eine Frau ist noch eine Frau und ein Mann ist noch ein Mann. Also, meine Frau zum Beispiel, die ist Anwältin, aber beispielsweise bei mir zu Hause, wenn es um den Wohnungsputz geht, das ist ihre Aufgabe, sagt sie selbst. Dafür, wenn es irgendwo eine Spinne hat oder irgendetwas krabbelt, dann ist das meine Aufgabe. Also da sind die Frauen noch sehr traditionell, sage ich, unterwegs. Ja, ich sage auch, es ist sehr kinderreich hier in Kolumbien. Frauen haben hier Kinder. Jetzt aber, wie lerne ich jemanden kennen hier in Kolumbien? Im Prinzip ist es sehr viel einfacher als in Deutschland oder in der Schweiz. Weil ich sage, ich darf hier ohne Probleme eine Frau ansprechen. Sie wird mich nicht blöd anschauen oder irgendwie, ja, so quasi als Belästigung das empfinden. Eine Frau, hier kann man gut ansprechen, ob das jemand ist in einem Kaufhaus, in einem Supermarkt, ja, man sagt einfach, du, ja, ich bin neu hier, bist du sympathisch oder irgendwie so, können wir mal etwas ausmachen, darf ich dich mal zum Essen einladen, würdest du mir mal die Stadt zeigen, alle solche Sachen, das funktioniert relativ gut. Wenn die Frau schon besetzt ist, dann wird sie dir das sagen, aber sie wird das sehr anständig sagen und nicht, ja, was fällt dir ein, mich da anzusprechen, ich habe schon einen, was soll das? Nee, Frauen gehen damit, sie sehen das eher als Kompliment an, wenn man sie anspricht. Wie gesagt, ich lasse mich ein bisschen auf die Äste raus, ich weiß. Aber ich glaube, für viele Männer ist das wirklich ein echtes Problem heute, eine Frau anzusprechen in Europa. Für andere vielleicht nicht. Ich bin ja kein Verkuppler oder irgend sowas. Ich möchte euch lediglich einfach helfen und hier ein paar Tipps geben. Sehr viele Männer machen den Fehler, sie gehen auf Tinder. Tinder erachte ich als keine gute Lösung, jemand Seriöses kennenzulernen. Es geht sehr viel einfacher und seriöser, wenn man jemanden anspricht. Jemand, der einem sympathisch ist, eben im Restaurant oder so. Tinder, da tummeln sich sehr viele Prostituierte, Hobbyprostituierte und dann wird's gefährlich. Viele Männer werden dann ausgeraubt, betäubt und ausgeraubt. Man macht ihnen etwas ins Glas rein, wenn der Mann mal nicht schnell hinschaut und dann schläft der Mann und in der Zwischenzeit, wenn er tiefenfest schläft, wird die Wohnung leer geräumt. Solche Sachen habe ich alle schon in meinem Büro gehabt. Leute, die da ausgeraubt wurden von Frauen. Das ist leider ein ja, großes Thema. Bis hin zu Todesfällen, wenn dann die Dosis nicht stimmt.
Ja, die haben vielleicht nicht immer den Messbecher dabei, wenn sie da das Schlafmittel da in das Glas füllen, denken vielleicht viele ein bisschen mehr ist besser als zu wenig und dann gibt es eine Überdosierung und dann schläft man dann für immer. Solche Sachen gibt es, das sind auch sehr viele Fälle dann in Facebook, wo man liest, Ausländer gestorben etc. Das sind meistens dann auch im Zusammenhang mit solchen Bekanntschaften, sage ich dir mal. Natürlich, es gibt Ausnahmen. Ich kenne Leute, die auf Tinder wirklich jemanden kennengelernt haben, aber ich kenne viel mehr Leute, die sehr viel Lehrgeld bezahlt haben auf Tinder. Ich möchte euch hier auch noch ein paar Sachen mitgeben. Was sind so die typischen Maschen? Also die Frauen, das muss man ehrlich sagen, die sind einiges besser im Schauspielern als wir Männer. Wir sind ein bisschen, wenn das Blut nicht im Hirn ist, sondern irgendwo anders, dann funktioniert unser Gehirn nicht mehr so gut. Sehr viele, und da muss man immer gleich misstrauisch werden, wenn Frauen mit Sachen kommen wie, ja, mein Handy ist kaputt, damit wir wieder in Kontakt treten können, kannst du mir ein neues Handy kaufen. Das ist so eine klassische Masche, um den Männern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ebenfalls, meine Mutter ist krank, mein Kind ist krank, ich habe kein Geld für das Schulgeld für meinen Sohn oder für meine Tochter. Ja, man muss sich klar sein, Männer sind nicht verantwortlich ab der ersten Minute für das Gesundheitswesen der ganzen Familie. Das würde kein Kolumbianer machen. Also logischerweise als Gringo, als Ausländer, als Europäer ist man da vielleicht ein bisschen anfälliger darauf, auf solche Maschen reinzufallen und die Frauen zu probieren es. Wenn also möglichst bald die Geld fließen soll, muss man misstrauisch werden. Ich weiß, viele werden sagen, ja, ja, das ist ja logisch, aber die Frauen sind wirklich gut darin, eine Geschichte zu erzählen, auf die Tränendrüsen zu drücken. So sollte es nicht anfangen, eine Beziehung, dass man schon, die Frau ist in der Notlage. Natürlich sind viele Frauen finanziell nicht gut gestellt, aber ihr müsst immer daran denken, die Frau ist auch durchs Leben gekommen ohne euch vorher und deshalb seid da vorsichtig. Nehmt die Frau noch nicht mit nach Hause. Das ist vielleicht ein kultureller Unterschied zu uns Europäern. Wir laden auch Freunde relativ schnell nach Hause ein, auch eine Frau bald nach Hause ein, wenn man ja Privatsphäre will. Ja, geht man zu jemandem nach Hause. Das ist hier in Kolumbien nicht der Fall. Die Kolumbianer sind sehr misstrauisch grundsätzlich und nehmen niemanden mit nach Hause. Und das solltet ihr auch nicht machen. Wenn ihr in ein Hotel geht, das erste, zweite, dritte Mal, ist das nicht weiter tragisch. Für die Kolumbianer eher normal. Oder ein Hotel, oder es gibt so Stundenhotels. Das kann man machen und dann nehmt nicht alles mit, lasst den Pass zu Hause oder nehmt nur eine Kopie vom Pass mit, wenn ihr euch registrieren müsst im Hotel. Weil, ja, wenn ihr sie nach Hause mitnehmt, dann sieht sie einmal, ja, wie viel Geld habt ihr, wie wohnt ihr. Das sind alles Sachen, ist man sich nicht gewohnt und ist im Ausland ein bisschen anders wie in Europa. Ja, liebe Männer, wie gesagt, ich kenne eigentlich fast niemanden, der alleine geblieben ist. Jeder findet hier und da ja, jeder Kopf findet irgendwie seinen Deckel. Das ist so, sehr viele Frauen werden auch allein gelassen. Ja, sind alleinstehend, haben vielleicht Kinder. Das ist hier normal. Damit müsst ihr rechnen, dass eine Frau bereits schon Nachwuchs hat. Darauf müsst ihr euch einstellen. Aber grundsätzlich kann man tolle Frauen kennenlernen. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier nur Prostituierte gibt oder so. Oder ja, ich sage auch Frauen mit 40, die sind meistens schon geschieden. Da ist, ja, die suchen einen Mann und das ist für eine Frau hier nicht ganz einfach, wieder einen Mann zu finden. Obwohl die Frau attraktiv ist, schaut auch darauf, dass die Frau vielleicht einer Tätigkeit nachgeht, dass sie arbeitet oder dass sie mindestens einen gelernten Beruf hat, weil wenn das nicht der Fall ist, wenn die Frau gar kein Einkommen hat, nichts macht, man kann immer arbeiten, das ist, ja, auch wenn man keine Ausbildung hat, kann man im Supermarkt ja, an der Kasse arbeiten, die Jobs gibt's. Also wenn jemand arbeiten will, kann er arbeiten. Ja? Also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen.
Ja, wie gesagt, das sind so Anfängerfehler, die viele machen und davor möchte ich euch bewahren. Wie gesagt, ich hatte schon sehr viele Männer bei mir im Büro, die einen Anwalt suchten, weil ihnen das passiert ist, dass sie ausgeraubt wurden dann von der Frau. Ich sage häufig, das Gefährlichste in Kolumbien, das ist nicht die Drogenmafia, das sind die Frauen. Also da seid vorsichtig. Sie sind bildhübsch, das wissen sie, aber wie gesagt, man kann hier besser jemand ansprechen, als das vielleicht in Europa der Fall ist. Also ich möchte hier niemandem zu nahe treten, vor allem keine Frau. Ich bin auch keine Verkupplungsagentur oder so etwas. Hier geht es mir darum, es ist ein reales Thema. Sehr viele Männer sind alleine, wandern alleine aus. Und logischerweise, wir Menschen sind nicht gemacht, um alleine zu leben. Und das muss man auch nicht. Und die Frauen hier, sie weisen einem nicht, wie soll ich sagen, ab, respektlos oder beleidigend oder dass man sich dann vorkommt wie der letzte Mensch. Sie bleiben sehr freundlich und ja, man muss es einfach versuchen. Und eben, wie gesagt, man kann an so vielen Orten jemanden ansprechen und man stößt da nicht auf, wie soll ich sagen, eben so die klassischen Reaktionen, die abweisenden Reaktionen, sondern sie bleiben freundlich und so. Man hat dann eigentlich nicht das Gefühl, man hat eine Abfuhr bekommen. Zum Altersunterschied vielleicht noch, ja, so ein Altersunterschied von 15 Jahren ist absolut okay. Hier, dass der Mann 15 Jahre älter ist. Ja, bis vielleicht 20 Jahre, aber eben ein 60-Jähriger mit einer 20-Jährigen, das ist dann ziemlich offensichtlich, das ist dann nicht wirklich Liebe, sondern das ist dann halt wirklich, dass man sich aushalten lässt. Ein Sugar Daddy hat, der alles bezahlt. Gibt es auch viel. Vielleicht sind gewisse Leute damit auch zufrieden. Aber ich sage jetzt, die Leute, die wirklich eine Beziehung suchen, da gibt es tolle Frauen und ich muss wirklich sagen, vom Sozialen her, es ist auch ein guter Einstieg in die Gesellschaft hier in Kolumbien, wenn man die Familie dann kennenlernt. Es geht dann einfacher mit der Sprache lernen, ja, wenn man irgendwie einen Anschluss hat in die, in die, in die Gesellschaft der Kolumbianer. Ganz generell muss man auch sagen, Deutsche, Schweizer, Österreicher, Europäer ganz generell sind sehr, sehr geschätzt hier in Kolumbien ja, mehr geschätzt als die Nordamerikaner, die sogenannten Gringos. Und ja, wir haben eigentlich ein gutes Standing. Ne? Wir haben einen guten Ruf. Und ich habe schon von vielen gehört, ja, hast du mir keinen Mann, ich suche einen Deutschen. Das sind zuverlässige Männer. Man muss auch sagen, der Latino ist halt ein bisschen ein, ja, in Anführungszeichen ein Schlitzohr, ein Schürzenjäger. Und Frauen, die Stabilität suchen, einen Mann, der nicht permanent fremd geht, nicht nur zwei Freundinnen nebendran hat, wird sehr geschätzt von den Frauen hier. Das ist so, weil, ja, das ist ein bisschen kulturell halt anders. Sehr viele kolumbianische Männer haben da halt noch nebendran Freundinnen und so, gehen fremd oder ja, so. Gut, gibt sicher auch in Deutschland, will ich nicht absprechen, aber hier ist das halt schon eher der Fall. Und deshalb ein deutscher Mann, das wissen die Frauen, das sind seriöse Männer oder die meisten Deutschen mindestens oder ja, wir Europäer haben da vielleicht ja eine andere Einstellung zum Ganzen. Und wie gesagt, die Frauen sind durchwegs emanzipiert und ja, sind auch emotioneller als vielleicht in Europa. Das ist so. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben, wie das hier so abläuft. Wenn ihr Fragen habt, unbedingt in die Kommentare reinschreiben. Ich mache auch gerne einen Teil 2 und beantworte darin eure Fragen. Abonniert den Kanal, das hilft mir enorm. Und ja, ich gebe mir hier Mühe, dass ich euch möglichst viel auch ein bisschen Insiderwissen vermittle, so viel ich es weiß. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Also vielleicht habt ihr andere Tipps, schreibt es in die Kommentare. So, und wieder zurück im Büro. Möchte ich natürlich noch auf unsere Dienstleistungen hinweisen. Wir beraten Auswanderer seit 2017 im Bereich Visa,
Firmengründungen, ja, Kauf von Immobilien. Da sind sehr viele Videos bereits auf den Playlists. Geht mal auf den Kanal in die Playlists rein, auch zu Steuern, Versicherungen und so weiter. Da kommen auch noch sehr viele Videos. Macht, ja, also wenn ihr wirklich mit Auswandern euch beschäftigt, dann geht unbedingt den Kanal abonnieren, das ist wirklich wichtig. Und wenn ihr irgendetwas braucht, ihr könnt mich unverbindlich anrufen. Hier ist auch noch meine Telefonnummer, wo ihr mich direkt an die Strippe bekommt. Das kostet auch nichts, also keine Angst. Wir haben auch keine enormen Preise für Visa-Applikationen oder ja, Grundbuchtitelprüfungen etc. Wir sind sehr, sehr ja, lokal verankert und wir haben grundsätzlich ein Interesse, eine langfristige Beziehung mit dir zu haben und dich nicht auszunehmen, wie das teilweise geschieht. Wie gesagt, also auch jegliche Dienstleistungen, die wir anbieten, könnt ihr auch auf der Webseite sehen. Das ist auch eingeblendet. Ja, schaut mal vorbei. Es lohnt sich wirklich. Es muss nicht bei mir sein. Nehmt aber professionellen Rat entgegen, wenn ihr in ein Land auswandert, wie zum Beispiel Kolumbien, kann auch ein anderes Land sein. Dann nehmt professionelle Dienstleistungen in Anspruch. Weil sonst zahlt ihr relativ viel Lehrgeld. Es gibt Sachen, die sind wir uns nicht gewohnt in Europa, die hier Standard sind. Wenn man das nicht weiß, dann macht man auch viele Fehler und dann wird's teuer, richtig teuer, oder man erreicht das Ziel nicht. Wir sind seit 2017 bereits in diesem Business tätig. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns bald. Tschüss. Feel the rhythm in the air, dance without a care in those cobblestone streets where our hearts will meet.